Ich möchte darüber sprechen mit Dr. August Hanning. Er ist Präsident des Bundesnachrichtendienstes ARD. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank. Grüße nach Berlin. Wenn wir auf die Tat in Solingen schauen und den mutmaßlichen Täter, der jetzt in Untersuchungshaft sitzt, dann ist etwas, was auffällt und auch besorgniserregend ist, dass er vorher überhaupt nicht bekannt war als Extremist, als Islamist. Er war ein Einzeltäter, der nie aufgefallen ist. Wie gefährlich ist genau das jetzt für unser Land? Ich glaube, dass das sehr gefährlich ist. Das ist ja eben auch aus den verschiedenen Beiträgen deutlich geworden. Wir erleben im Augenblick hohe Emotionen bei vielen Muslimen. Das hat zu tun mit dem Gaza-Krieg, das hat was zu tun mit der Situation im Nahen Osten. Und wir haben in unserem Lande Muslime, aber nicht nur Muslime, die gewaltbereit sind, die eingewandert sind bei uns und die empfänglich sind für solche Botschaften, wie sie von der IS ausgestrahlt werden. Und es gibt ja Mitteilungen, es gibt Anwerbungen der IS im Internet an diese einzelnen jüngeren, meistens jüngeren Muslime mit der Aufforderung, terroristische Anschläge in Deutschland auszuführen. Und wir haben das ja schon verschiedentlich erlebt, nicht nur in Solingen, wir haben es in Mannheim erlebt. Wir haben auch verschiedene Anschläge ja verhindern können, auch aufgrund von Hinweisen ausländischer Nachrichtendienste. Ich glaube, dass wir eine hohe Gefährdungslage haben in Deutschland. Jetzt wird natürlich viel über Konsequenzen gesprochen. Und bevor wir auf die sehr offensichtlichen zu sprechen kommen, würde ich gerne mit Ihnen darüber sprechen, was man in Deutschland tun könnte, was andere Länder schon längst tun. Und das ist beispielsweise die Videoüberwachung. Aber auch wenn wir über Datenschutz sprechen, muss es da noch mal eine neue Debatte geben. Müssen wir uns hier anpassen? Ja, ich glaube, bei der Videoüberwachung müssen wir lernen von anderen Ländern. Wenn ich nach Großbritannien schaue, auch in andere Länder, da finden bei öffentlichen Veranstaltungen generell Videoüberwachung statt. Ich glaube, das ist ein probates Mittel. Wir sehen das ja auch bei den U-Bahnhöfen in Berlin oder dort. Ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass auf allen öffentlichen Plätzen Videoüberwachung stattfindet. Aber ich glaube, ganz entscheidend ist natürlich, dass wir auch die Kontrolle über die Zuwanderung wieder zurückgewinnen müssen. Also wir haben 2015 erlebt, dass Frau Merkel aus humanitären Gründen kurzfristig das deutsche Aufenthaltsrecht außer Kraft gesetzt hat. Und nach dem deutschen Aufenthaltsrecht ist es grundsätzlich so, dass nur derjenige einreisen darf nach Deutschland, der dazu berechtigt ist, der ein Visum hat. Und wenn es Asylbewerber sind, dann hat derjenige keinen Asylanspruch, wenn er aus einem sicheren Drittland kommt. Und ich glaube, auch dieser Fall Bulgarien zeigt, man hätte den an der Grenze zurückweisen müssen. Und wir können das nicht über Abschiebungen lösen, wie in der Politik immer wieder versucht wird, deutlich zu machen. Sicher, das ist wichtig. Aber wenn Sie sich die Zahlen anschauen, kann man das Thema über Abschiebungen nicht lösen. Nein, wir müssen die Kontrolle über die Einwanderung zurückgewinnen. Und die haben wir verloren seit 2015, weil wir eine Ausnahmeregelung, nämlich aus humanitären Gründen, dass Leute einreisen dürfen, ohne Pass, ohne einen Anspruch auf Asyl zu haben. Und das müssen wir dringend ändern. Wir müssen wieder unsere Kontrolle über die Einwanderung, die Kontrolle über unsere innere Sicherheit zurückgewinnen. Und das zeigt erneut dieses Beispiel in Solingen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute die Grenzkontrollen angesprochen, genauso wie eine mögliche Taskforce, was das Dublin-Verfahren angeht, womit ja der mutmaßliche Täter hätte nach Bulgarien zurückgeführt werden müssen. Sie haben es angesprochen, die Rückführungen sind aktuell ein großes Problem. Damit kommt man einfach nicht so weit, wie man es bräuchte. Haben die Behörden hier in Deutschland genug Mittel und auch Befugnisse, um die Menschen im Land zu schützen? Nein, ich glaube, wir brauchen mehr Befugnisse. Also es beginnt ja mit der Kommunikationsüberwachung. Also wir haben ja verschiedene Anschläge in Deutschland dadurch verhindert, dass uns ausländische Nachrichtendienste die nötigen Informationen zur Verfügung gestellt haben. Da fragt man sich natürlich als Bürger völlig zu Recht, warum können das unsere eigenen Nachrichtendienste nicht? Warum können wir nicht flächendeckend überwachen die Kommunikation der IS mit kritischen Mitbürgern, Asylbewerbern hier in Deutschland? Und ich glaube, wir müssen hier die Rechtsgrundlagen einfach mal ändern.
Und wir haben in Deutschland eine hohe Kontrolldichte. Wir kontrollieren den Bundesnachrichtendienst. Wir haben hohe rechtliche Hürden. Aber wir müssen auch an die innere Sicherheit unseres Landes denken, an die Bevölkerung denken. Und die hat Vorrang aus meiner Sicht. Und deswegen müssen wir auch die gesetzlichen Regelungen so treffen, dass unsere Sicherheitsbehörden in die Lage versetzt werden, solche Vorbereitungen von Anschlägen rechtzeitig zu entdecken. Und wir kennen zu wenig diesen Solinger Fall von den Hintergründen her. Aber wenn es zutrifft, dass er sich der IS angeschlossen hat, dass er diese Botschaften übermittelt hat, das ist mit Sicherheit über das Internet geschehen. Und das kann man natürlich überwachen, aber da muss man die rechtlichen Möglichkeiten haben, die technischen Möglichkeiten. Und ich glaube, es ist dringend erforderlich, hier umzudenken und nicht unsere Nachrichtendienste und die Polizei als potenzielle Bedrohung unserer Datenschutzregelung anzusehen. Nein, die brauchen Unterstützung. Wir müssen die technischen Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Wir müssen unsere Rechtsordnung entsprechend anpassen. Ich glaube, das ist dringend erforderlich. Und da ist Solingen ein Weckruf. Es ist ja kein Einzelfall. Wir haben ja andere Fälle, nicht nur in Mannheim. Wir haben die ganzen Messerstechereien. Wir haben hohe kriminalitätsaffine Bevölkerungskreise hier in Deutschland. Ich glaube, wir müssen unsere Sicherheitsbehörden stärken. Wir müssen wegkommen von dem Gedanken, dass die Sicherheitsbehörden eine Bedrohung der Bevölkerung sind oder eine Bedrohung für Datenschutz und Informationssicherheit. Nein, wir müssen sie stärken, wir müssen sie in die Lage versetzen, wirklich die innere Sicherheit dieses Landes zu gewährleisten. Herr Hanning, vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen nach dieser Tat in Solingen.